Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ganz richtig, kann man nichts falsch machen. Dankeschön, dass ich jetzt hier sein darf und überhaupt dein Werk entdecken und auch dich befragen. Also, ist ja schon toll, was man da so alles findet. Du hast in Luzern studiert, hast dann irgendwann schon vor langer Zeit, Anfang der 90er Jahre, einen Preis für deine fotografischen Arbeiten bekommen. Du bist Mitbegründer der Kunsthalle Luzern, 1999 Gründungsgesellschafter und Leitung des PZK, der Plattform für zeitgenössische Kunst in Luzern. Und du hast von 2001 bis 2007 warst du leitender Kurator des Kunstpanoramas Luzern. Also, wow, alle Achtung. Du bist also als Fotograf und Kurator sehr aktiv. Also das ist wichtig. Okay, dann fange ich jetzt aber erstmal an. Was mich jetzt interessiert, ist deine Fotografie. Und vor allem machst du ja jetzt dein Independent Art Magazin, das auch so sozusagen aktiv ist, dass es mir schon begegnet ist, bevor ich dich hier kennengelernt habe. Ja, ich habe schon deinen Namen und deine Arbeit von dir gesehen. Ja. Das ist natürlich wirklich toll. Okay, aber also Fotografie. Ich würde sagen, jetzt so ein ganz klassischer Fotograf, der so eine reine Fotografie betreibt, bist du nicht. Bin ich nicht. War ich auch. Was hat es mit dieser Widerspenstigkeit auf sich? Oder wo gibt es die? Gibt es da eine Widerspenstigkeit? In dem Medium an sich? Ja, ich glaube schon, oder eine Anschmiegsamkeit. Nein, es ist ja die Frage geht ja weiter und beschäftigt mich, also ich fühle mich als Künstler und als Vermittler irgendwie so als Generalisten und bei der eigenen Arbeit oder auch wenn ich mit Kunst überhaupt zu tun habe, mit Künstlern arbeite, dann ich frage mich immer, von wo die Bilder kommen und wohin sie gehen. Und darum denke ich auch, diese Frage hat sich wie noch verschärft mit den digitalen Möglichkeiten. Also das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, also doch auch schon mehr als 20 Jahre, dass so respektable digitale Aufnahmegeräte gibt. Und dann landen diese Daten, es sind ja nur noch Daten, die wandern irgendwo ab und lagern auf einer externen Harddisk und dann, ja, was macht man damit? Oder wie materialisieren sich diese Daten wieder? Und das ist für mich auch so ein Moment, dann als Fotograf oder auch natürlich als Künstler, ja, wie groß mache ich überhaupt ein Bild? Wie drucke ich das? Bei welchem Drucker? Wie rahme ich das? Irgendwie all diese gestalterischen Fragen. Und im Laufe dieser Arbeit, das verknüpft sich auch mit anderen Interessen, bin ich darauf gestoßen, dass ich Bilder auf Decken, auf Plüschdecken drucken kann. Und das hat mich sehr fasziniert. Einerseits von der Materialität, also ich denke, man soll die auch immer wieder berühren. Und dann auch vom Effekt, also der Effekt, gut, das ist vielleicht ein falsches Wort, oder die Beobachtung, dass das Licht absorbiert wird und durch das Bild wie eine hohe Präsenz gewinnt. Und das finde ich so vom Optischen her sehr spannend. Und vom Inhaltlichen her gefällt mir die Idee des Schlafens, des Unterbewussten, des sich Zudeckens oder die Decke vielleicht auch als Türe oder Behausung für Träume, Visionen oder eben für diese ganz langen Geschichten nach hinten. Und so verdichtet sich das für mich jetzt in dieser Serie. Ich mache das seit etwa 2 Jahren. Und beim Präsentieren versuche ich das auch noch zu unterstützen, indem dass ich so Fragen nach Speichergeräten oder Möglichkeiten
so verknüpfe oder weitere Assoziationsfelder öffnen möchte. Aber das ist alles auch ganz herb, das soll auch herb sein. Ich denke, könnte man vielleicht noch besser. Also es ist ja einfach so getackert. Mir gefällt es aber eigentlich auch als Künstler, diese Rohheit, weil Kunst oder auch Fotografie, das ist nicht etwas Heiliges, sondern das soll auch im Leben stehen und soll genutzt werden. Und auch wenn es zum Angucken und zur Freude daran haben. Ja. Also die Widerspenstigkeit, ich bin irgendwie eher so von Hause aus eher so eine Puristin, was ich aber auch gerne ablegen möchte. Das gefällt mir sehr gut, wie du da einfach noch was dazu packst. Also ja. Man könnte das ja auch allein nur diesen Teppich ganz anders präsentieren. Ja, genau. Das meine ich mit. Aber es ist auch schön, dass du zu Widerspenstigkeit gleich Anschmiegsamkeit. Doch. Also gut, so im ersten Moment beim Berühren, aber auf der anderen Seite sind ja diese Decken dann doch auch hoch künstlich oder synthetisch und ich weiß ja nicht so genau, wie gut man darunter schläft. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber vielleicht müsste ich das Dann habe ich jetzt noch eine zweite Frage, weil wir sprechen ja jetzt schon wieder, deswegen ist es auch schön, dass du Materialisierung sagst. Materialisierung der Fotografie, das ist ein schönes Wort. Welche Rolle spielt der Mensch? Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie ich fragen soll. Welche Rolle spielt der Mensch als Motiv, aber auch als Betrachter in deiner Arbeit? Es ist, also ich sehe das ja selber, in meiner Fotografie gibt es fast keine Menschen. Also ich mache keine Porträts, ich mache keine Gruppenbilder, ich mache das vielleicht gelegentlich eher zufällig, aber eigentlich der Mensch oder eine Person als Motiv, als Figur im Raum zu fotografieren, ist mein Interesse eigentlich nicht vorhanden. Mich interessiert mehr vielleicht schon Spuren. Also für mich ist der Mensch inhaltlich eigentlich immer sehr wohl im Fokus, aber mehr in seiner Abwesenheit oder was er bereits geschaffen hat oder seine Spuren. Und auf meinen Reisen faszinieren mich verlassene Häuser sehr, sehr stark. Da muss ich einfach halten und dann möchte ich die ganz einfach und schlicht fotografieren, weil sich in diesen Behausungen, verlassenen Behausungen, zeigt sich ja auch die Bewegung des Menschen. Also eben, ja, hier ist er mal angekommen und hat es wieder verlassen. Und für mich stellt es immer existenzielle Fragen, die ich aber kaum entschlüsseln kann oder nur ansatzweise oder ich versuche mir eine Geschichte zu konstruieren. Und das finde ich auch interessant, das Wort Geschichte, weil ich glaube, Cartier-Bresson hat das gesagt, also ich kann es nicht original sagen, aber irgendwie Fotos ohne Menschen erzählen keine Geschichte. Ja. Und das ist ja eigentlich interessant, weil bei dir ist es, anscheinend bist du der Beweis des Gegenteils. Oder? Weil du sagst, es ist ja. Also ich glaube, es geht eigentlich um die Frage vielleicht von Erinnerung abrufen. Also wo kann ich Erinnerung abrufen oder eigene Erfahrungen abholen. Und das möchte ich versuchen. Das ist eine Intention, eigentlich so auch dann eher in eine kollektive, archetypische Ebene zu gelangen, also die sehr viel auch mit uns gemeinsam haben. Das wundert mich jetzt aber, weil also ich finde, die Assoziation kann ich nicht verstehen, aber kollektive Erfahrung, also das ist für mich, ist das ein ganz fremder, also es ist definitiv ein anderer Kontinent, der da abgebildet ist. Ja. Das ist auch eher vielleicht, das ruft vielleicht sowas wie Fernweh hervor. Ja. Aber kollektive Erfahrung für mich jetzt. Ja, wenn du da genau hinguckst, sieht man, dass dieses Haus
verlassen ist. Mhm. Also im ersten Moment sieht das schon alles so intakt aus, ja, das hat dann noch so Antennen, Briefkasten, aber wenn man genau guckt, dann merkt man, dass ja, dieses Tor, diese Einfahrt ist ja so verwachsen, irgendwie die Bäume, die sehen auch irgendwie eher schon so abgestorben aus. Und dann einfach ein verlassenes Haus erzählt für mich eigentlich immer eine Geschichte. Ja, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das euch geht. Ja. Aber inwiefern spielt die Ferne oder diese Reise, welche Rolle spielt die in deiner Arbeit? Die entstehen natürlich auch, diese Arbeit entstehen, wenn ich unterwegs bin. Und das hat natürlich für mich eine Exotik, weil in der Schweiz, wo ich lebe, da im Mittelland oder um Luzern, ist alles definiert. Ich sehe keine verlassenen Häuser. Und das wird so gleich besetzt oder renoviert oder es wird gleich mit einem Umbau begonnen. Also so diese Art von Verwilderung oder von Verwachsung oder von Loslassen, so eine Spur der Natur übergeben, das kann ich in der Schweiz nicht beobachten. Und von daher ist das natürlich aus meiner Erfahrung her, hat das eine hohe Attraktivität. Und das zieht mich auch an, mag ich noch. Das kann ich verstehen. Weil, mir ist das mal eine Niederländerin hat das mal zu mir gesagt, die bei uns Gastkünstlerin war, die war so über diese Wildheit unserer Parks, konnte die sich ewig auslassen. Und ich kann das jetzt dann schon eher verstehen, weil in Deutschland würde jetzt auch dieser Ort eher unwahrscheinlich so lange so stehen bleiben. Also dann auch. Also ich finde jetzt Deutschland schon auch wilder als zum Beispiel Schweden war ich kürzlich oder auch Rotterdam oder Niederland. Also ich finde jetzt... Wilder als die Schweiz? Ja, viel wilder. Ja. Also okay. Härter, ja. Ja, das ist klar. Dann, was wollte ich denn jetzt noch fragen? Ich glaube, genau, also was mir auch sehr, sehr gut gefällt, also was ich ein tolles Kompliment machen, ist, wie du das räumlich so hier installiert hast. Ganz toll. Das hat auch einen Titel, oder? Das ist ein Spiel, ein Six-Up-Game. Ja, das müssen wir spielen oder wir können das im Kopf spielen. Es ist eigentlich so auch um dieses Lagerfeuer angeordnet. Es ist ein Spiel ohne Spielgeräte. Es ist einfach das, was als Angebot zur Verfügung steht. Eine Flasche und diese Korken, wie heißt es? Krone Korken. Ja, das habe ich hier, diesen Begriff kennengelernt. Ah, okay. Was sagt man da in der Schweiz zu Kronkorken? Deckerli. Ja. Nein, das ist ein simples Spiel. Also so eine Art Pool. Ja, genau. Okay. Und eigentlich ist das Spiel auch, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, das Spiel ist eigentlich vielleicht mehr dann so, was sind die Spielregeln? Also es ist hier als Angebot, das zu spielen und dann kann man ja ausmachen. Hat es jemand gespielt hier? Schon von den Besuchern? An der Eröffnung. Ja, stimmt. Ja. Da wir haben aber auch das gezeigt. Unter Anleitung. Ja, ich habe auch. Nein, und man kann es ja auch fast nicht kontrollieren. Also das finde ich toll, ich bin immer eine ganz schlechte Poolspielerin. Ja, also diese Kronkorken, die machen ja also was versuchen wir? Die Flasche? Ja, die Flasche. Okay. Ah, schon mal. Ich war viel besser bei der Eröffnung. Ah. Oh, ja, du bist nicht. Okay, jetzt müssen wir nach hinten gehen. Es ist ja auch kein Spiel und eigentlich, es gibt jetzt verschiedene Varianten von diesem Spiel. Das ist jetzt so die Bonner Variante mit
Ich weiß auch nicht, wie typisch diese Bierflasche ist. Sehr typisch. Ja, sehr typisch. Sehr typisch. Gut. Wir müssen jetzt, glaube ich, nach hinten gehen. Ja. Ja, also spätestens hier würde ich jetzt sagen, also du machst keine Fotografie. Ja. Also mich persönlich erinnert das mehr an Malerei oder an Konzeptkunst. Oder an Sofortbilder. Mich fasziniert der Begriff von Sofortbild, also ein Polaroid oder ein G-Anti-Polaroid, sondern Bilder, die sofort, oder Objekte oder Dinge, die sofort ein Bild sind. Okay, also ist da auch ein Polaroid dabei? Ist das ein Polaroid? Nein, Nee. nicht. Nein. Okay. Aber ansonsten hast du so ziemlich alle Arten von Ja, ich habe schon auch Polas, aber jetzt nicht hier. Ja. Okay. Ja. Mhm. Weil interessant, wie dann zum Beispiel auch hier Madar Economique. Es ist definitiv dann nochmal ein anderer Kontinent. Also du hast es mir leider verraten. Ja. Aber wie kommt das jetzt da zum Beispiel hier rein? Das ist ein Fundstück, ein Objet trouvé oder ein Image trouvé aus Dakar. Und das hat mich so fasziniert von der Farbigkeit und von der Buntheit und als Moment. Es ist eine Einkaufstasche, die angeboten wird, wenn man den Markt besucht. Hat es so schwarze junge Menschen, die so quasi diese Taschen anbieten. Ah cool, dann ist es nämlich auch Upcycling, weil das ist, Ja. ich glaube, dass das vorher ein Waschmittelpulver Das war es war. auch, ja. Das Ja, war es. genau. Es riecht, ich glaube, es riecht bis jetzt noch. Das heißt, Ja. für Gemüseeinkauf Eher, vielleicht nicht so geeignet, genau, ja. sondern Ja. eher Textilien. Ja. Okay. Also was mich jetzt hier so fasziniert ist, ich habe es jetzt auch nochmal gelesen in der Beschreibung, da steht große Wand, Bonner Version. Ja, genau. Das heißt, du bist letztendlich eigentlich auch Nomade. Ja. Als Künstler. Unbedingt. Ja, sind wir alle, glaube ich. Also mehr oder weniger. Und kannst du Wir das sind jetzt, bewegte Menschen. und ist jetzt diese große Wand, muss die wieder so aufgeführt werden? Nein, das ist jetzt einfach für hier in Bonn bei Sibyl, weil ich habe einen Koffer voll Arbeiten mitgenommen und das finde ich sehr praktisch. Und das Konzeptidee war vorne eher Ausstellung, hier mehr Atelier. Ateliermomente sind eher alles so unterschiedliche Prototypen, wo ich laboriere, oder es sind Patterns, die plötzlich magnetisch werden und sich dann zusammenfügen oder abstoßen oder eben wie jetzt hier eine Wandarbeit ergeben. Ja. Du arbeitest in so vielen verschiedenen Formationen. Du gibst gleichzeitig noch ein Magazin heraus. Das heißt, du kennst auch sehr viele künstlerische Ansätze, Ja. logischerweise. Ja. Aber als Künstler bist du dann doch sehr Individualist. Das kann ich auch nicht so genau beurteilen. So Dann nimmst du die anderen Künstler auch in deine Arbeit mit rein? Machst du auch Kollaborationen? Ja, das mache ich. Aber jetzt hier nicht, oder? Hier jetzt nicht. Nein, also gut, vielleicht müsste man Kollaborationen. Ich gebe gerne Räume oder das Magazin dann als carte blanche, wo sich die Künstler einbringen können, und dann überlasse ich das gerne auch den Künstlerinnen. So das Kollaborative, wo wir gemeinsam zu zweit an einem Ding arbeiten, ist auch schon passiert, aber ist nicht gerade im Zentrum. Ja, eher peripher. Ja. Vielleicht bin ich dann doch zu sehr Individualist, ich weiß nicht. Aber ich denke, ich möchte ansteckend wirken. Im Sinne von,
ja, mach doch zu Hause auch ein Six-Up-Game. Also, ja. Spielt doch das und irgendwie so. Und hat das irgendwas mit, das hat mich auch immer, das kann sein, dass ich da jetzt vollkommen falsch liege, aber am Anfang dachte ich immer, das hat auch was damit zu tun mit, was ist privat und was ist öffentlich. Das ist eine gute Frage. Also da würde ich jetzt gerne wissen... oder persönlich und öffentlich? Oder ja, persönlich ja. ist vielleicht besser. Besser, ja. Kannst du da irgendwie gibt es da eine Grenze? Gibt es da ein Scharnier? Das Scharnier ist Spielen. Okay. Oder differenzieren. Ich glaube, das ist mir ein Anliegen. Und die Standpunkte immer wieder verändern oder wechseln, das ist. Und hier, ich liebe zum Beispiel als Fotograf, liebe ich Zwischenräume, also ungesehene Räume oder Räume, wo nur vielleicht die Kamera hingucken kann. Und das kommt auch in meinem Buch vor, diese Räume zwischen Wand und Bildschirm oder TV-Screen. Und mich interessieren auch so diese Kabelgeschichten, die da aus der Wand kommen und dann überschlaufen und irgendwie Verknotungen irgendwie in den Geräten wieder ändern. Also auch von wo die Bilder kommen und wohin sie gehen. Und das hat für mich eine hohe Faszination. Mhm. Und wie kommt es dann? Ich muss zum Beispiel, also ich dachte eben am Anfang wirklich, das ist doch Malerei, also was du da machst, also zumindest wenn man die Augen zusammenkneift. Hat das dann auch, also ich meine, du hast dich ja viel in Amerika aufgehalten, hat das was damit zu tun? Mit dieser Weite der Räume, mit der... Ja. Also es ist sicher eine hoch faszinierende Erfahrung, diese Landschaftserfahrung in den USA. Wobei ich natürlich auch, ich möchte auch davon, ich bin nicht Reisefotograf durch die USA, ich verstehe mich nicht so. Ich verstehe... Ich meine eher die amerikanische Kunstgeschichte, also sozusagen ihre eigene Emanzipation daran erinnert. Also ich denke jetzt eher an die 50er Jahre, amerikanische Malerei. Hat das vielleicht holt mich das eher unbewusst ein, weil ich finde dann so ein tolles Orange, so eine Blache aus dem Hornbach ist ein Geschenk für in eine Ausstellung. Und es ist natürlich auch aufgeladen im Sinne von den Möglichkeiten, also diese Blache zu nutzen, sei es im Garten oder auf Baustellen oder dann auch eher auch in prekären Behausungen. Oder eben auch im Atelier. Wie ist das für dich? Du hast ja auch die ganze Zeit dieses Bild vor Augen in der Arbeit. Super. Also das ist, wie soll ich sagen, ich finde das sowieso nochmal so das Arbeiten in der Kunst und vor allem in der Kunst dann eben von anderen, nicht in der eigenen, finde ich super. Okay. Das ist ein totaler Luxus, weil es halt auch wechselt, also man hat dann nicht immer das gleiche Bild irgendwo oder das gleiche Objekt und es lässt natürlich also zumindest ich baue wirklich eine Beziehung auf und tauche viel tiefer in etwas ein, als das jemals irgendein Museumsbesuch oder so überhaupt zulassen würde. Also das ist wirklich das Leben und das Arbeiten dann mit etwas, also in diesem Fall halt diese Wand, die ja einfach auch ganz viel anbietet, oder? Also das ist ja auch noch, also das Ganze, aber halt auch die Einzelteile, also ich denke, man sieht wahrscheinlich immer auch wieder andere, also manchmal ist das eine im Fokus, manchmal das andere, oder? Also ich liebe auch
diese Abdeckungsplane dort hinten, die Maler so gerne benutzen. Ja, diese ist eine sicher Transportdecke Begriff auch, für ja. diese Dinger, Ja. für das grau gesprengelte etwas, ja. oder? Transportteppich oder keine Ahnung. Ja. Und was natürlich zu einem tollen, abstrakten Gemälde irgendwo wird, oder? Und auch ein Unikat ist, weil die sind ja auch recycelt, also das ist auch, also da ist jede Decke ja auch irgendwie ein Unikat, die sind ja, weil die Flecken sind ja unterschiedlich, oder? Und je nach Tag sieht man halt das eine etwas tiefer oder das andere und dann versucht man natürlich automatisch auch irgendwo eine Geschichte, einen Zusammenhang zu sehen oder zu konstruieren, oder was, denke ich, letztendlich eine Sisyphus-Arbeit ist, weil man eigentlich nie zum Ende kommt. Oder? Ja, vielleicht, also ich finde das jetzt auch einen spannenden Hinweis, also der mich auch beschäftigt, so überhaupt diese Deckengeschichten, das ist Kulturgeschichte, also auch dann auch vielleicht wieder von den auch USA, sei es von den Quilts, die da von den Menschen, Quäkern, die da so ganz kleine Stoffreste zusammengenäht werden, bis zu den Natives, die diese wunderbaren Sternendecken machen, oder überhaupt die Ikonografie von Zeichen dann auf Decken oder dann auch auf Teppichen, Bilderteppichen oder so, das finde ich hochspannend. Und jetzt müssen wir auch hier noch was zu sagen, denn da spätestens merkt man, du bist auch ein Sammler. Genau, ja. Und dass dann jetzt bei dieser Sammlung die Vollständigkeit unmöglich ist. Also es ist doch sehr... ja, erzähl mal noch was zu dieser Sammlung. Also das ist, die Sammlung ist auch auf einem Teppich, aber auf einem Print von wiederum ganz vielen Fotoabbildungen. Ja. Wie kommt das zusammen? Das hat ja auch wieder was von einem Gewebe mit den verschiedenen Richtungen. Ja, nebst dem Fotografieren selber, also von wo die Bilder kommen, wohin sie gehen, interessiert mich auch die Gestik des Fotografierens, so diese Tätigkeit. Und ich habe dann begonnen, anstelle eines Fotos zu machen, so diese zerbrochenen, also Aludosen am Straßenrand mitzunehmen. Das habe ich begonnen anstelle einer Landschaft, habe ich gefunden, ja, das ist doch jetzt so, da muss ich gar nicht die Kamera, sondern das Bild ist in dieser Büchse. Und das hat mich irgendwie fasziniert und ich habe dann auch eine ältere Arbeit ist, wo ich Bierflaschen wieder geschlossen habe, einfach mit einem Stein. Ich habe Bierflaschen in einer Ausstellung und auf jeder Bierflasche war ein Stein. Also eigentlich einfach wieder so diese Frage von Gefäß oder öffnen, zumachen. Die Kamera ist ja so eine Lichtfalle. Und aus dieser Geschichte gibt sich dann natürlich auch die Differenzierung innerhalb dieser Möglichkeiten. Also diese Alubüchse ist jetzt der Titel von meinem Buch, Tin Can, das jetzt im Juli rauskommt. Und im Vorfeld habe ich auch schon begonnen, ja, so diese Papierbecher, Kaffeebecher zu sammeln, einfach mitzunehmen aus Freude, auch an diesem Gefäß oder von dieser Reichhaltigkeit. Und dann habe ich begonnen, ja, diese Rührstäbe, das sieht ja auch so seltsam aus, was da alles so diese Möglichkeiten gibt. Und für mich ist das immer so ein Geschenk irgendwie oder ein Souvenir oder eine kleine persönliche Freude, die ich dann so mitnehmen kann. Und wenn ich das anordne, erzählt es dann eine Geschichte oder gewisse kann ich noch ganz genau zuordnen, also so diese da,
die kommen aus Palästina, diese ganz komischen Löffelchen mit dieser Öffnung. Ich weiß gar nicht. Es sind auch so Designfragen, ich finde die dann, oder es wird auch unscharf, so diese, das ist dann nicht mehr für Kaffee, sondern für Eiscreme oder so, aber ich finde es dann plötzlich mit diese kleinen Objekte, finde ich, die haben mich auch schon immer fasziniert. Also auch ganz frühe Arbeiten aus den 80er Jahren habe ich so auch mit meinem eigenen Körper in Beziehung gebracht. Also. Das heißt aber, du bist letztendlich, gehst du dann doch weg von der Fotografie? Ich denke, Fotografie ist ein super Medium, ist ein super Speichergerät, finde ich, für mich ein ideales Medium, eben weil ich ja so verschiedene Dinge mache, weil ich kuratiere und dann, ich habe eine große Familie und ich bin eher ein bewegter Mensch, ich bin eher auch unruhig, also ich kann wohl lange am Computer arbeiten, aber irgendwie so in ein Bild und mit Pinsel und Farbe, ich glaube, habe ich auch probiert, es entspricht mir und es ist vielleicht auch dann ein Irrtum, auch wenn ein Foto dann schnell aufgezeichnet ist, braucht es dann ja für das Editing oder für das Aneinanderreihen oder irgendwas mache ich jetzt damit, braucht es dann sehr viel nachträgliche Arbeit. Und hier diese Fotokopie ist die Vorbereitung, ist eine Editing-Phase zu meinem Buch, das jetzt dann im Juli rauskommt. Und das ist jetzt hier auch so eine Brücke und das Ganze ist eine Vitrine für mich. Die Tische kenne ich, gibt es auch in Hornbach. Ich habe viele solche Tische und ich habe dann gedacht, ja, bauen wir doch eine Vitrine. Eine Nomadenvitrine, genau, eine nomadische Vitrine. Ja, das sind ja auch Tapeziertische, die sind recht gut konzipiert, man kann die Höhe einstellen und man hat schnell eine große Fläche. Ja. Was ich mich frage ist, du bist ja auch so, du hast offensichtlich bald mit der digitalen Fotografie das einfach übernommen, aber jedoch, so wie du arbeitest, vor allem vorne, aber auch noch ein bisschen hier, erinnert mich das doch sehr stark an den Prozess der analogen Fotografie. Du machst das Foto und hinterher macht man die Belichtung. Ja. Also das heißt, diese Zweiteiligkeit, die ist ja sehr betont bei dir. Ja, also das finde ich eine schöne Beobachtung. Ja. Ich glaube, eben das ist diese Haptigkeit, die ich auch als Künstler brauche. Also weil eben dieser Bildschirm ist zu flach und zu unsinnlich, schlussendlich. Jetzt musst du mir noch sagen, was All-in-One noch alles für dich bedeutet. Was All-in-One? All-in-One? Das ist ganz simpel. Bedeutet. Das ist eine Geschirrspülkapsel oder Tablette. All-in-One. Und es gibt ja beim Rausgehen, ich habe das auch so eingescannt, also ich liebe auch den Scanner. Da habe ich Kinderspielballen in Bewegung gescannt, diese Schlangenlinie. Und All-in-One ist so eine Herausforderung, nur schon als Begriff. Und wenn man diese Verpackungen genau durchliest, finde ich es hochfaszinierend, was diese Tabletten alles können. Also die reinigen nicht nur das Geschirr, sondern die reinigen auch die Maschine und sie verlängern das Leben der Maschine und es ist schon fast wie so, als ob diese Tabs eigentlich gerade noch neue Maschinen produzieren würden im Laufe des Spülprozesses, also so eine Art Perpetuum mobile wären oder sind. Es ist auch ein Spiel aus dem Alltag. Also so wie deine Kunst. Ja.
Super. Das Genau. freut mich. Diese Gruppe auch habe ich hier gemacht, weil es ist für mich immer auch eine, ja, eben das habe ich gerne jetzt auch hier in Bonn. Das sind alles Fundobjekte. Diese Arbeit habe ich im Kopf mitgebracht, also der Backstein ist von deinem Nachbarn, den habe ich dort ausgeliehen. Das Brot ist vom Bahnhof und ich weiß auch nicht, ich finde es einfach lustig, diese kleinen Schnaps, ich weiß nicht, wie man den sagt, so diese Schnapsfläschchen so vom Kiosk. Das ist so für mich ein Duell, weil jede Flasche hat den Kopf vom anderen und die stehen da so Rücken an Rücken. Also und das ist der kleine Feigling und das ist der Flim und für mich ist das dann auch so eine neckische Geschichte, die Bilder freisetzen kann. Ja, super. Ja. Und erzähl noch was dazu. Das ist ein russisches Orakel, das habe ich draußen gefunden. Also auch die Flasche vom Kiosk bei der Bushaltestelle und draußen, dein Nachbar hat Ohrringe verschenkt und die habe ich auseinandergebrochen. Und jetzt kann man das da einfach so, also auch ähnlich wie das Zigzag-Game, so vielleicht schütteln und jetzt also und diese Dinge angucken. Und dann gibt es hier Herze und ja, vielleicht wie ein Guru, man kann so zu einem Guru werden oder die Zukunft voraussehen, sagen oder herauslesen für die nächsten Tage. Ja. Super, herzlichen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlussbild, würde ich sagen. Ja, danke dir, Gabriele, danke vielmals.